Alles klar. In diesem Video werden wir jetzt die Aufnahmefunktion realisieren, wenn der Spielercharakter entsprechend über so ein Item geht, über so einen Gegenstand. Das Ganze geschieht ja mit einem Overlapping-Event, den wir hier eingerichtet haben, mit Overlapping und Nicht-Overlapping. Dazu gehen wir in den BP Hero Char. Das ist die Kind-Klasse von der BP Charakterbasis, die wir haben. Hier wollen wir zunächst das auch wieder kommentieren, damit das schön alles strukturiert ist. Dazu wähle ich das einmal aus hier. C drücken. Set the pickup name to player screen when overlapping. Das heißt, wir machen hier diesen Aufnahmegegenstandnamen in der GUI, wenn das Ganze überlappt, wenn der Spieler den Gegenstand übergeht, also wenn die sich treffen. Dann haben wir einmal kurz Struktur geschaffen, so wie vorher auch. Das, was wir hier jetzt machen wollen, ist, wenn der Spieler über einen Gegenstand geht und diese Überlappung stattfindet, dass er auch damit interagieren kann und das Ganze aufnehmen kann. Hierzu gehen wir einmal in die Projekt-Settings. Da holen wir uns unter Engine einmal Input. Hier bei den Action Mappings, da wollen wir einen Key hinzufügen. Ich nenne ihn einfach Interact. Das ist unser F-Key. Einfach F reinschreiben, F auswählen. Dann gehen wir wieder zum BP Hero Char. Hier geben wir dann Interact ein, so wie unser Key heißt, wenn F gedrückt wird, als Action Event. Der Spieler wird dann in der Lage sein, mit diesem F, also sowas wie Kisten aufmachen, Türen aufmachen, also Interaktion mit irgendwelchen Spielelementen, die wir dann entsprechend einfach realisieren können. Es sind halt nicht nur Gegenstände, die aufgehoben werden können, sondern auch die Umgebung, mit der interagiert werden kann. Also alles, was eine Interaktion braucht oder machen kann, kann man dann mit F einfach interagieren. Hierzu wollen wir rübergehen und diese ganze Pickup-Base, die wollen wir im Grunde so gestalten, dass wir eine andere Basisklasse haben. Das heißt, dass wir hier auch nochmal mit Vererbung hantieren und Basisfunktionalitäten weiterreichen. Das heißt, diese BP Base Pickup, die wird ein Kindelement von einer Elternklasse. Hierzu gehen wir in den Content Browser und unser Basisklassen, da haben wir unser Base Pickup. Das schicken wir erstmal, also moven wir zu Pickups, damit das da unten ist, da wo es hingehört. Und hier in unseren Basisklassen machen wir einen neuen Aktor, also eine neue Blueprint Class, Rechtsklick, Actor, BP-Interactable. Das ist dann eine Basisklasse, also so eine Elternklasse, so eine ganz Basisgeschichte, mit der dann interagiert werden kann und von der dann geerbt werden kann. Als Kindklasse im Grunde dann diese Grundfunktionalitäten für eine Interaktion, die dann weitergereicht werden an alle Gegenstände oder Türen oder Kisten, die dann interactable sind, also Interaktionen erlauben. Hierzu gehen wir dann auch noch hin in unser BP Base Pickup und dort wollen wir dann in den Class Settings oben auch das Elternelement einmal auswählen und Class Options, Parent Class statt Actor BP Interactable. Das ist dann die Elternklasse von dem. Kompiliere und speichere das. Bis jetzt hat sich nichts geändert. Die Funktionalitäten sind alle so geblieben wie vorher. Wir haben nur lediglich jetzt eine andere Elternklasse zugewiesen, unserem Base Pickup. Und zwar die neu erstellte BP Interactable. Und das wollen wir an der Stelle als Elternelement editieren, um halt den Kindelementen dann Funktionalitäten zu geben, die allgemeiner Natur sind. Das erste, was wir hier machen, wir werden eine Enumeration nutzen, eine Nummerierung, ein Enum. Hierzu gehen wir wieder in den Content Browser und da, wo unsere Basisklassen sind, hier dann einmal Rechtsklick, Blueprints, Enumeration, i-interact-type und in dieser Enumeration, da können wir sowas haben wie Pickups, über das Plus einfach hinzufügen. Dann kann es sowas geben wie Türen, Doors und Kisten, Chests. Das reicht erstmal, um die Grundfunktionalitäten einmal zu implementieren. Das können wir speichern und schließen. Dann gehen wir zu unserem BP Interactable, das wir erstellt haben als Elternklasse. Hier wollen wir das Ganze einmal hinzufügen, die Enumeration unter Variablen hinzufügen. Interact Type, das Ganze ist unser Enum. Variablentyp einfach wechseln.
enum e-interact-type. Kompiliere und speichere das Ganze. Dann für Gegebenheiten machen wir das einmal replicated. Eventuell nutzen wir das nicht. Schauen wir noch. Nur um das dann später nicht vergessen zu haben. Mit dem Ganzen, also kompiliert gespeichert, können wir jetzt hingehen und in unserem BP Base Pickup, das ist ja jetzt das Kindelement von BP Interactable, hier bei BP Base Pickup Self, da können wir unseren Pickup Info, also diesen Interact Type, jetzt auswählen. Der ist für Pickups hier schon gut als Standard definiert, weil das sind ja unsere Items. So haben auch die Kind-Klassen den Typ bekommen über die Enumeration. Unser Interactable braucht noch so ein Interface. Dazu gehen wir in den Content Browser, dort in die Interfaces, Rechtsklick, Blueprints, Blueprint Interface, int BP Interactable. Das Interface wollen wir dann dem BP Interactable hinzufügen, über Class Settings und dann hier rechts auf der rechten Seite über Add das Interface, int BP Interactable, kompiliere und speichere das. Das Interface hier in Interactable ist halt anders als das bei Base Pickup. Da haben wir ja unser Interface Pickups, weil die Logik hier eine andere sein wird. Bei dem Elternelement wie bei dem Kindelement. Deswegen haben wir da zwei verschiedene Interfaces als Blueprint-Klasse. Jetzt wollen wir das Interface hier bei Interactable einmal editieren. Und zwar wollen wir dann die Funktion haben, getPickupType. Wir wollen uns da den Typ zurückgeben, kompilieren, speichern das. Das wird die erste Funktion mit einem Output sein, mit einem Rückgabewert. Hierzu einfach ein Output hinzufügen. Hier wollen wir nicht ein Boolean, sondern wir wollen unseren Interact-Type, und zwar unser enum. Kompiliere, speichere das wieder. Wir erinnern uns vielleicht, wenn wir so ein Output haben in so einem Interface, den kann man halt nicht so einfach in so einem Event-Graph verwenden. Man kann das Ganze halt nicht so holen wegen dem Output. Sowas wie Event get Pickup Type. Was wir an der Stelle machen, ist dann einfach, wir verwenden dieses get Pickup Type hier auf der linken Seite. Deswegen verwenden wir das anders, also nicht in dem Event Graph. Wir können das hier aufmachen, einfach doppelklicken auf get Pickup Type und unser Enumeration hier, Interact Type, den ziehen wir dann raus und pluggen ihn hier rein und haben das entsprechend so. Und jedes Mal, wenn wir dann den Interact-Typ, also den Typ von der Interaktion haben wollen, dann werden wir diese Funktion aufrufen können. Wir wollen halt nicht nur wissen, ob es ein Objekt ist mit der Interaktion, sondern auch welches Typ das Objekt hat. Wenn wir dann in unserem BP Hero Char sind und hier einfach herausfinden wollen, mit welchem Objekt interagiert wird, dann verwenden wir das Ganze. Wie wir das machen, wir werden das über ein Server-Event machen. Hierzu machen wir hier Rechtsklick, Custom Event. Ich nenne das Server Interact with Object. Das Ganze wird auf dem Server laufen, also Run on Server, Reliable, kompiliere und speichere das. Wenn der Spieler dann so ein F-Key drückt, dann gibt es ein Server Interact with Object. Wir wollen halt, dass der Server das alles handelt. Wenn wir zum Beispiel sowas wie ein Inventar später haben, dann soll der Server das auch handeln und dort für die Logik zuständig sein. Deswegen schicken wir diese ganze Pickup-Geschichte, wenn F-Key gedrückt ist, einfach an den Server. Und hier können wir die Logik dann einfach weitermachen. Auf der Serverseite dann haben wir hier unten links auch unser Overlapped Pickup. Und dieses Overlapped Pickup ist erstmal unser BP Base Pickup. Und wir können später immer noch so mit Type-Abfragen immer noch gucken, wenn wir irgendwelche Fehlermeldungen haben oder irgendwas nicht funktioniert zwischendurch, um das Ganze auch in die richtige Richtung zu boxen. Im Grunde damit einmal anfangen mit unserem BP Base Pickup. Wir wollen halt erstmal anfangen und deswegen holen wir unser Overlapped Pickup erstmal hierher. Einfach rüberziehen. Das Ganze wollen wir dann einfach mit Rechtsklick Convert to Validated Get. Wir wollen halt nur weitermachen, wenn das auch wirklich gesetzt ist. Das heißt, wenn der Spieler über so ein Objekt geht, dann wird das ja gesetzt. Es muss ja auch validiert sein. Und wir haben ja die Logik hier, wenn der Spieler drüber geht, dann wird das entsprechend auch gesetzt und ist valide. Das heißt, wenn wir unsere Logik haben aus den vorherigen Videos, der Spieler geht dann über so einen Gegenstand,
Das heißt, wenn er dann drüber geht und drin ist, dann ist dieses Event gesetzt. Overlapped Picket up, das wird ja gesetzt. Und wenn er dann da drüber ist und dann sein F-Key drückt, das heißt den F-Knopf, dann wird er an den Server senden, ich möchte das aufheben. Und die Logik geht dann auf der Serverseite hier weiter, der dann das da alles managt. Und wir können dann hier die weiteren Funktionalitäten machen. Hierzu machen wir ein weiteres Custom Event. Add Custom Event. Handle Pickup, um unsere Pickup-Logik zu handeln. Hier an der Stelle wollen wir dann wissen, was für ein Typ überhaupt dieser Gegenstand ist oder die Interaktion. Unser BP-Base Pickup hat ja diese Pickup-Info bei Components hier, bei den Variablen. Hier an der Stelle haben wir das noch als Boolean gehabt hier, True oder False. Wir brauchen hierzu allerdings ein enum. Hierzu gehen wir in den Content Browser, da in unsere Pickups. Hier wollen wir ein enum erstellen. Blueprints und dann Enumeration. i-Pickup-Types. Hier wollen wir Gegenstände einmal einfügen. Hier können wir dann ein paar Gegenstände so auswählen und einfügen. Sowas wie eine Waffe, Weapon. Sowas wie ein Schild. So ein paar andere Interaktionsmöglichkeiten, Souls. Sowas wie ein Helmet. Um da einmal anzufangen. Ich speichere das Ganze noch und schließen das i-Pickup-Types. Und hier an der Stelle, da wollen wir eine Struktur noch ändern. Und da muss man akribisch aufpassen bei Structures. Wir wollen hierfür erstmal alles speichern. Hierzu gehen wir hin auf File und dann Save All. Danach wollen wir alle Klassen einmal schließen. Einfach alles schließen. Danach wollen wir im Content Browser unser Structure öffnen. Unter Pickups. Da haben wir unser Structure as Pickup Info. Beim Pickup-Typ hier, da wollen wir unser enum nutzen. Einfach Pickup-Types. Danach speichern wir das Structure hier einmal. Jetzt wollen die ganzen Blueprints und so weiter, die wollen jetzt auch ein Speichern haben. Und wir werden hier nicht drauf drücken. Das ist wichtig, dass wir nicht die ganzen Blueprints jetzt speichern, weil wir haben so ein Structure angefasst, damit uns das Projekt nicht um die Ohren fliegt. Wichtig ist hier, weil wir ein Structure angefasst haben, dass wir einfach das Projekt hier einmal schließen. Und nicht speichern, das ist sehr wichtig an der Stelle. Wenn er uns fragt, nicht speichern, don't save. Wir öffnen das Projekt einfach neu. Das heißt, das Structure selbst haben wir ja gespeichert und die ganzen Blueprints nicht gespeichert und einfach das Projekt geschlossen. Zurück im Projekt wollen wir unter Basisklassen da unseren Player dann, hier unseren Player meine ich, unseren BP Hero Char öffnen. Danach öffnen wir auch unser Base Pickup wieder. Unter Pickups unser BP Base Pickup. Hier können wir jetzt unter Interfaces bei BP Base Pickup sehen, dass wir hier Get Pickup Type haben. Das Get Pickup Type darf man hier gerade nicht öffnen. Das ist ja die Kindklasse, weil das ist ja implementiert in der Elternklasse. Und zwar in unser BP Interactable. Das Ganze können wir noch einmal umbenennen, weil eine Tür kann man ja nicht mitnehmen. Oder doch? Oder irgendwelche Gegenstände, die dann halt eine Vererbung bekommen als Kindelement. Nicht alles kann man mitnehmen, sondern mit den Gegenständen kann man interagieren. Hierzu passe ich das Interface nochmal kurz an. Class Settings, int BP Interface, das hole ich mir einmal. Und Get Pickup Type nenne ich dann um. Weil das die Elternklasse ist, darf es ja auch eine Interaktion sein. Nicht alles an Interaktion ist ein Pickup. Dann ist das einfach so ein Get Interact Type. Kompiliere und speichere das. Kompiliert und gespeichert. Jetzt ist es Get Interact Type bei uns. Dann gehen wir wieder zurück in BP Base Pickup und haben hier unten links unser Pickup Info. Hier können wir mit der ganzen Geschichte von eben, wo wir das Struct angefasst haben, jetzt hier statt Boolean den Pickup Typen auswählen. Und jetzt haben wir hier einen Pickup Type. Und zwar, wenn man auf die Pickups guckt und so ein Schwert hat. Das ist hier zum Beispiel Interact Type von Pickup. Und wenn wir den Pickup Info einmal öffnen, bei dem Schwert, dann sehen wir hier diesen Pickup Type, der ist Weapon als Default. Das ist dann dieser Default-Wert, dieser Schwert. Wenn wir dann später hingehen und für dieses Schild auch so einen Pickup machen, dann müssen wir dort natürlich daran denken, dass wir dann in diesem Dropdown-Menü, ähnlich wie beim Schwert, das Schild auch auswählen.
Für das Schwert ist halt dieser Default-Wert als Weapon okay. Beim Schild müsste man das dann extra noch auswählen, damit der richtige Pickup-Typ auch dort gespeichert ist. Jetzt können wir mit diesem Structure auch arbeiten. Hier bei unseren Pickups gibt es natürlich mehrere Wege, wie man dann das Ganze realisieren kann. Beim BP Hero Char, da kann man es natürlich einfach hierher holen und dann den Weg gehen, und zwar über Get Pickup Info. Das Ganze könnte dann über so einen klassischen Weg gehen. Es ist aber wahrscheinlich einfacher, wenn wir einfach eine Funktion machen. Wir haben ja in unserem BP Base Pickup ja unser Interface und können das Ganze einfach hier nutzen, weil wir ja auch in diesen Pickups Interface unser Pickup-Typ bekommen können. Wir öffnen einmal das int BP Pickups hierfür. Hier brauchen wir eine neue Funktion, add function get pickup type. Das Ganze gibt uns dann bei Outputs unser enum zurück, unser Pickup Type enum. Die Pickup Types. So kriegen wir auch unser Pickup Type zurück über das Interface. Wir haben in diesem Video-Tutorial ein paar Interfaces gemacht und ein paar Funktionen aufgesetzt. Versucht euch da gerne reinzudenken, um da nicht etwas konfus zu sein, sondern einfach den Überblick zu behalten. Wir haben hier ja unsere Interactable, Blueprint Interactable und hier dieses Get Interact Type. Da werden wir nicht so viel mitmachen. Das soll halt einfach nur so eine Basisfunktion sein, um uns diesen Interaktionstyp zu liefern. Das Ganze ist halt in der Elternklasse aufgebaut und wird dann halt nicht so viel leisten, nur diese Grundsachen. Ich werde die einmal hier schließen, damit wir hier nicht zu viele Fenster offen haben. BP Interactive schließe ich mal und den Interface dazu auch. Jetzt können wir in unserem BP Base Pickup arbeiten mit unserem Interface BP Pickups, wo wir dann halt unseren neuen Get Pickup Type haben. Somit haben wir in dieser BP Base Pickup, das erbt ja auch von der Elternklasse alles, hier unsere Interfaces Get Pickup Type und Get Interact Type von der Elternklasse, mit denen wir arbeiten können. Get Interact Type können wir jetzt nicht öffnen, weil das in der Elternklasse ist. Das, was wir machen können, ist Get Pickup Type öffnen, den wir erstellt haben. Der ist ja in dem Interface, das hier implementiert wurde von BP Base Pickup. Und hier an der Stelle Get Pickup Type, da können wir unsere Structure einmal holen, die einfach rausziehen. Hier können wir das Ganze dann aufbrechen, das Structure, Break as Pickup Info, unseren Pickup Type dann einfach hier einstöpseln. Kompilieren, speichern das und gehen dann einfach zum Hero-Charakter. Im Hero-Charakter, da wo wir unsere Pickups verwalten mit Hanglib Pickup, da können wir den einen einfach rausholen, unser Overlap Pickup. Hier können wir nun hingehen und unseren Get Pickup Type holen. Und diese Get Pickup Type Message, die können wir dann verbinden hier. Hier können wir dann auch einen Switch anwenden. Switch on Pickup Types. Und hier können wir dann hingehen und verschiedene Aktionen durchführen. Und zwar basierend auf den Items oder Gegenständen, die der Spieler dann aufheben darf. Was wie Weapon, Shield, Souls, Helmet. Hier oben jetzt, wenn das Ganze serverseitig gesteuert wird und es valide ist, unser Overlapping. Da holen wir uns einmal Handle Pickup, kompiliere und speichere das einmal. Dann wird das einmal weitergereicht, hier Handle Pickup. Und das ist im Grunde die Basislogik, um dann unsere Pickups zu handeln. Und die verschiedenen Logiken können wir dann für Waffen, für Schild, diese Souls und für die Helmets machen. Zu diesem Enum können wir halt immer mehr hinzufügen, was so aufgehoben werden kann. Vielleicht auch sowas wie Tränke und sonstiges. In diesem Videokurs heute haben wir gelernt, wie wir die Pickup-Logik hier machen. Das Ganze dann, wenn der Spieler über so ein Item oder so ein Overlapping läuft, das Ganze dann einfach auf den Server gesendet wird und wir dann halt unser Handle Pickup haben und die Logik einmal aufbrezeln hier. Das war's halt für dieses Video. Im nächsten Video werden wir so ein bisschen Logik mit aufbauen, wie wir so ein Schwert dann aufheben können, wie das dann weitergeht. Und so ein Schwert wollen wir ja dann einfach beim Spielercharakter hinzufügen, wenn er dann drüber läuft, dass das auch an die Hand gepackt wird und er damit dann ausgerüstet wird, wenn er dann F drückt. Das Ganze machen wir dann im nächsten Video und wir sehen uns einfach im nächsten Video. Bis dann!